Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial rund um das Thema Insideboards. Was ein Insideboard ist, wofür man es nutzen kann und wie ich es individuell für meine Bedürfnisse konfiguriere und dann auch anschließend damit arbeite, zeige ich Ihnen jetzt. Los geht's! Was sind Insideboards? Mit den Insideboards haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meldungen in Form von individuellen Dashboards zu analysieren. Zur Auswahl stehen neben 6 vordefinierten Standard-Dashboards mit einem umfangreichen Set verschiedener Grafiktypen auch die Möglichkeit, sich beliebig viele individuelle Boards anzulegen, jedes Detail anzupassen und dann zusammen mit den getätigten Einstellungen unter einem individuellen Namen abzuspeichern, sodass Sie bei Bedarf mit nur einem Klick zwischen den Boards wechseln können und so viel Zeit bei Ihrer täglichen Pressearbeit sparen können. So viel zum Überblick, schauen wir uns nun die Details an. Im ersten Schritt passen wir jetzt einmal das Standardboard an unsere Bedürfnisse an. Wie im Bereich Meldungen im Media Account kann ich auch hier in den Insideboards die Quelle meiner Meldung einschränken, um nur bestimmte Aspekte zu beleuchten. Das kann ein zeitlicher Filter, zum Beispiel das letzte Quartal oder eine bestimmte PR-Aktion sein. Aber ich kann auch einstellen, dass ich nur Printmedien aus Deutschland analysieren möchte. Doch nicht nur die übergeordneten Einstellungen können geändert werden. Auch die Grafiken auf dem Board selbst können im Detail angepasst werden. Sehen wir uns die erste Grafik einmal an. Hier würde ich gerne einen Wert ergänzen. Dazu klicke ich in die rechte Ecke auf das Kontextmenü und gehe in die Einstellungen. So, jetzt schließe ich das Menü und passe noch die Position und Größe an, um die Fläche optimal auszunutzen. Die nächsten Grafiken sind Balkengrafiken. Auch hier kann ich in den Einstellungen die Werte verändern und ergänzen. In dieser Grafik kann ich zum Beispiel einen zweiten Betrachtungsgegenstand hinzufügen, der sich dann als Linie über den Balken legt und seine Skala auf der rechten Seite hat. So sehe ich zum Beispiel 2 Werte im direkten zeitlichen Vergleich. Jeder Grafiktyp hat seine individuellen Einstellmöglichkeiten. Am besten schauen Sie sich alle Boards einmal durch und ändern dann testweise einige Einstellungen, um Ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln. Doch jetzt weiter mit den Grafiktypen. Schauen wir uns den Donut einmal an. Der Donut eignet sich besonders für überschaubare, fixe Wertegruppen. Das wäre zum Beispiel sowas wie Tonalität, Mediengattung, also im Prinzip Wertegruppen, bei denen ich relativ sicher bin, die 10-Werte-Marke nicht zu überschreiten, weil ansonsten die Übersichtlichkeit doch stark leidet. Gehen wir hier mal in die Einstellungen. An der ersten Stelle finden wir das Titelfeld. Der Titel setzt sich aus den eingestellten Auswertungsgegenständen und den Werten zusammen. Er passt sich quasi bei jeder Änderung auch immer automatisch an. Wer also die Einstellung in dieser Grafik ändert, ändert dadurch auch automatisch immer den Titel. Wenn Sie möchten, können Sie den Titel aber auch manuell anpassen und überschreiben. Dazu müssen Sie einfach nur in das Feld klicken und den Text eingeben. Wenn Sie wieder auf automatisch zurückstellen wollen, löschen Sie ihn einfach raus und ab sofort funktioniert die Titelvergabe wieder automatisch. Nächste Grafik ist die Tabelle. Die Tabelle kann für komplexe Darstellungen und relativ große Datenmengen genutzt werden. Das Beispiel hier sieht auf den ersten Blick noch recht übersichtlich aus. Im Einstellungsmenü können wir die Grafik jedoch noch kräftig erweitern. Ich kann hier zum Beispiel Spalten hinzufügen, Werte anpassen und die einzelnen Auswertungen noch im Detail untergliedern und in der Sortierung anpassen. Kommen wir zum Balkendiagramm. Das Balkendiagramm ist von allen Grafiken eigentlich die robusteste Darstellungsform. Ähnlich wie die Tabelle kann sie auch ohne Probleme beliebig lang werden. Sie können ja auch die Felder nach unten verlängern, sodass Sie eigentlich die Chance haben, alle Inhalte in einem Balkendiagramm sichtbar zu machen. Hier ist der Scrollbalken ganz interessant, gerade wenn diese Grafik halt extrem lang wird und ich viel scrollen muss, um die Werte anzusehen, zeigt mir dieser relativ breite Scrollbalken in seiner horizontalen Ausschlägen, wo die interessanten Auffälligkeiten oder Peaks sind. Ähnliche Ausreißer zeigt auch die nächste Grafik, das Liniendiagramm. Um einzelne Werte miteinander zu vergleichen, ist sie vielleicht nicht die erste Wahl, um schnell Spitzen zu orten, aber definitiv. Geografische Auswertungen dürfen natürlich im Grafikset nicht fehlen.
Auch hier gibt es wieder eine Menge Einstelloptionen. Vom Bundesland über die Dachregion, die WEMF-Gebiete für die Schweiz und Liechtenstein bis zur Weltkarte ist der Ausschnitt und der Betrachtungsgegenstand frei wählbar. Eine Besonderheit stellt die sogenannte automatische Karte dar. Bei dieser Option passt sich der Kartenausschnitt immer an die Meldungstreffer an. Das heißt konkret, habe ich zum Beispiel nur einen Deutschland-Treffer, wird die Deutschlandkarte angezeigt. Sind internationale Treffer vorhanden, zoomt die Karte selbstständig raus und zeigt die Welt an. Das Ganze geht natürlich auch umgedreht in die andere Richtung. Jetzt sind wir am Ende des Boards angekommen und könnten das nächste Board betrachten. Bevor wir das aber machen, ist jedoch noch wichtig, die Änderungen zu speichern, damit wir unsere Anpassung nicht verlieren. Keine Sorge, wenn man das mal vergisst, erscheint vor dem Wechsel noch eine Sicherheitsabfrage, sodass eigentlich nichts schiefgehen kann. Also immer schön auf die Diskette klicken und speichern. Auf dem Social Media Board dreht sich alles rund um die Social Media Währungen, Reichweite, Engagement und die wichtigsten Influencer bzw. Autoren. Hier sehe ich dann ganz schnell, welche Kanäle gut oder schlecht laufen, wer über mich wie berichtet und wen ich im Auge behalten sollte. Logischerweise ist bei diesem Board die Datenquelle oben im Suchfilter bereits auf die Mediengattung Social Media eingeschränkt. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Hier sieht man nämlich direkt den Nutzen, die Datengrundlage einzuschränken, mit Hilfe von den Filtern oben. Wenn wir hier zum Beispiel noch die Printmedien einfließen lassen würden, wäre die Auswertung einfach falsch. Auf zu den Mediengattungen-Boards. Hier gibt es die Besonderheit, dass es zu den einzelnen Gattungen Gruppen mit wiederkehrenden Grafiken gibt, sodass Sie die Gattungen immer direkt vergleichen können. Auch hier können Sie wieder Anpassungen vornehmen. Wenn für Sie zum Beispiel Printmeldungen nicht relevant sind, löschen Sie einfach die ganze Gruppe aus dem Board und ziehen dann die nachfolgenden Gruppen einfach nach oben. Im Gegensatz zu den anderen Boards können Sie hier die Gruppeninhalte jedoch nicht individuell bestimmen, da sie natürlich alle logischerweise übergreifend auf einer gemeinsamen Vorlage basieren müssen. Die letzte Insight-Board-Vorlage ist das sogenannte Labelboard. Was Labels sind, wie man sie anlegt und benutzt, ist Teil eines anderen Tutorials, das Sie sich am besten auch anschauen sollten. Für die sinnvolle Nutzung dieses Boards sollten Sie im Vorfeld bereits Meldungen mit Labels versehen haben. Wir haben auf diesem Board für Sie mal ein paar Beispielgrafiken eingebunden. Die Labels können zum einen oben über den Suchfilter eingeschränkt bzw. ausgewählt werden und zusätzlich noch in den einzelnen Grafiken selbst. Wir wählen einmal einen größeren Zeitraum, der uns genug Meldungen zur Analyse liefert. Wenn Sie jetzt in die Einstellungen der Tabelle gehen, sehen Sie im Vergleich zu der am Anfang verwendeten Tabelle auf dem Standard-Dashboard eine deutlich komplexere Struktur. An dieser Stelle wird es ehrlich gesagt sehr experimentell und ich möchte Sie einladen, einmal selber auszuprobieren, zu welchen Ergebnissen Sie mit unterschiedlichen Einstellungen kommen und welche Erkenntnisse Sie dann aus der Analyse Ihrer Labels ziehen. Apropos ausprobieren. Sie können bei der Bedienung und der Arbeit mit den Insight-Boards keine Fehler machen. Ihre Meldungen bleiben von all Ihren Anpassungen und Analysen komplett unberührt. Das Schlimmste, was Ihnen hier beim Ausprobieren passieren kann, ist, dass Sie ein Board oder eine Grafik löschen. Aber das ist auch kein Problem, das können Sie ja jederzeit wieder alles neu anlegen. Alle Boards sind ja als Vorlage hinterlegt. Mit 2 Klicks haben Sie dann das Original schon wieder erzeugt und können es anpassen und ausprobieren. Auch die Grafiken können jederzeit wieder neu erzeugt und konfiguriert werden. Wenn Sie im Laufe der Zeit genug Erfahrung mit dem Konfigurieren der Standardboards und Grafiken haben, können Sie alternativ auch mit einem komplett leeren Board starten und dann frei mit ausgewählten Grafiken bestücken und selber konfigurieren. Über das Plus-Symbol kommen Sie oben rechts auf die Grafikbibliothek. Dort finden Sie alle Grafiken, sortiert nach Betrachtungsgegenstand oder nach Grafiktyp. Auch gut zu wissen, neue Grafiken werden immer am Ende der Seite eingefügt. Falls die Seite also schon länger als der sichtbare Bereich des Browsers ist, sehen Sie die hinzugefügten Grafiken erst, wenn Sie ganz nach unten scrollen. Die Position, Höhe und Breite der hinzugefügten Grafiken können Sie dann wie bei den Standard-Dashboards selber wählen und individuell anpassen.
Zum Abschluss noch ein Tipp für das Verwenden bzw. Exportieren der Grafiken in andere Medien, also zum Beispiel Word oder PowerPoint. Bei den Insideboards gibt es keine direkte Exportfunktion für die Einzelgrafiken. Sie können sich aber bei Bedarf der Bildschirmfotofunktion Ihres Betriebssystems bedienen. Da sich die Grafiken in den Insideboards sehr flexibel an das von Ihnen gewählte Seitenverhältnis anpassen, können Sie vor den Bildschirmfotos noch durch Ziehen oder Schieben an der unteren rechten Ecke der jeweiligen Grafik diese optimal an die benötigten Abmessungen Ihrer Präsentation anpassen. Unter Windows 10 fertigen Sie einen Screenshot zum Beispiel mit dem vorinstallierten Programm Snipping an. Starten Sie das Programm und klicken Sie dann auf Neu. Jetzt müssen Sie nur noch den Bereich aufziehen, der fotografiert werden soll. Auf dem Mac drücken Sie einfach folgende Tasten: Shift, Command und die Ziffer 4. Es erscheint dann ein Fadenkreuz, mit dem Sie den gewünschten Bereich für das Foto markieren können. Das Foto wird dann automatisch bei Mac und Windows jeweils in die Zwischenablage kopiert und kann dann direkt über den Befehl Einfügen in PowerPoint oder ähnlichen Programmen eingefügt werden. An dieser Stelle sage ich vielen Dank für Ihr Interesse und wünsche viel Spaß mit den Insideboards. Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen natürlich wie immer gerne zur Verfügung.